Bevor Kolumbus Amerika entdeckte, galt das kleine Kap Finisterre, am westlichen Ende Spaniens gelegen, als das Ende der Welt. Kap Finisterre, das sollte auch eins der Ziele unserer diesjährigen Motorradtour sein. Auf dem Weg dahin durften wir die für uns unbekannte, wunderschöne Landschaft und Kultur Nordspaniens entdecken. Wenn ihr wissen wollt, was wir dabei so alles erlebt und gesehen haben, bleibt dran und abonniert den Kanal. Servus, Grüezi und Hallo. Schön seid ihr wieder mit dabei beim dritten Teil unserer Motorradreise durch Nordspanien. Tag 12 und gleichzeitig Halbzeit der diesjährigen Motorradtour. Es geht nach Santiago de Compostela. Wir verlassen Ponferrada und steuern die Montañas do Courel an, fahren dann am Fluss Sil entlang, um über Ourense unser Ziel Santiago zu erreichen. Östlich von Ponferrada liegt die Ribeira Sacra, ein gut gehüteter Geheimtipp im Landesinneren von Galicien, welches ein vielfältiges Angebot an Kultur, Landschaft und Kulinarik anbietet. Teil davon sind die Montañas do Courel, ein Gebirgszug, der zwischen Ocebeiro und dem Sil-Fluss liegt. Trespass, but you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out. Dass hier in Spanien nicht immer alles nur eitel Sonnenschein ist, sehen und riechen wir vor allem auf der Fahrt zum Mirador des Fontes. Der Geruch von abgestandenem Rauch liegt in der Luft und nach einigen Kurven erblicken wir auch den Grund dafür. Bis zum 15. September dieses Jahres zerstörten Waldbrände in Spanien über 75.000 Hektar Land, was in etwa der Fläche des Kantons Solothurns entspricht. Auch Galicien ist von den Bränden sehr stark betroffen. Ein Grund ist der Anbau von schnell wachsenden Eukalyptusbäumen, die wie Zunder brennen. Dass häufig Brandstifter ihre Finger im Spiel haben, kommt dann noch erschwerend dazu. Die tiefe Schlucht des Rio Sil gehört zu den wichtigsten Elementen der Ribeira Sacra. Los Balcones de Madrid ist einer der spektakulärsten Aussichtspunkte Galiciens und zweifelsohne der schönste der Region. Der Name entstand nicht, weil man von hier aus die spanische Hauptstadt sehen kann, sondern weil es der Ort war, den die Frauen wählten, um die Abreise ihrer emigrierten Männer zu beobachten.
Viele davon waren Waffelverkäufer und nahmen mit ihren Liedern und Waren an den Festen in Madrid und anderen Teilen Spaniens teil. Unsere Fahrt geht weiter entlang der Schlucht und nach einer Weile erreichen wir die Staumauer von Santo Estevo, die hier zwischen 1945 und 1956 erbaut wurde und zur Stromerzeugung dient. Eine Kurve jagt die nächste und so geht es weiter, bis wir das kleine Dorf Os Peares erreichen, wo der Rio Sil in den Rio Minho mündet. Diesem folgen wir dann nach Ourense. In Ourense wird der Fluss Minho von einigen alten römischen Brücken überquert. Besonders eindrücklich ist aber der Ponte do Milinho, ein avantgardistisches Werk des Architekten Álvaro Varela, die mit ihrer außergewöhnlichen Form in Gestalt einer Möwe sowie dem interessanten Gehweg für Aufsehen erregt. Der Tag war lange und wir sind müde. Für die restliche Strecke nehmen wir die Autobahn, denn wir wollen endlich Santiago erreichen. Eigentlich wollten wir heute Santiago de Compostela erkunden. Da aber die Wetterprognosen für die nächsten Tage schlecht waren, verlegten wir die für morgen geplante Route auf heute. So machen wir uns auf den Weg ans Ende der Welt bzw. zum Cap Finisterre oder wie die Galizer sagen, Capo Fisterre. Danach geht es entlang der Küste, dabei werden wir den einen oder anderen schönen Faro besuchen. Von Santiago aus fahren wir an die Küste und besuchen als erstes den Fervenza do Ezaro, ein 155 Meter hoher, mehrstufiger Wasserfall. Von unten sieht man nur die letzten 40 Meter, der sich in den Rio Xayas und den Hafen von Ezaro ergießt. Wir folgen der kurvenreichen Küstenstraße und erreichen am späteren Vormittag eines der Hauptziele der diesjährigen Motorradreise, Cap Finisterre. Der Leuchtturm stammt aus dem Jahre 1868 und ist einer der wichtigsten an dieser vor allem für die Winterstürme berüchtigten Küste, an deren Klippen unzählige Schiffe zerschellten. Trotz Nebel erkennt man das ansteigende Kliff, an deren Ende sich die Wellen des Meeres brechen. Cap Finisterre ist auch der Nullpunkt des Jakobweges. Unzählige Pilger kommen zum Abschluss ihrer Reise hierher und lassen auch öfters mal die abgelaufenen Schuhe oder Kleidungsstücke zurück. Nach einer Weile verlassen wir das doch etwas touristisch angehauchte Cap Finisterre. Ein letzter Blick zum Leuchtturm und schon geht es weiter zum nächsten Ziel.
Dicht bewaldete Regionen wechseln sich mit rauem und schroffem Weideland ab. Eine geologische Besonderheit Galiciens sind die Rias, lange schlauchförmige Flussmündungen, die ins Meer reichen. Oft werden sie mit den Fjorden Norwegens verglichen, unterscheiden sich aber geologisch. In den Rias mischt sich das Süßwasser der Flüsse mit dem Salzwasser des Atlantiks. Die norwegischen Fjorde sind im Gegensatz reine Meeresbuchten. Am Horizont erkennen wir unser nächstes Ziel, den Cabo de Durignan mit seinem Leuchtturm. Das Cap Durignan liegt an der Spitze einer Halbinsel, die im Wesentlichen aus Granitstein besteht. Sie steigt bis zu 93 Meter Höhe über den Meeresspiegel auf und ragt rund 1 Kilometer in den Atlantischen Ozean hinaus. Auf einem Plateau 50 Meter über dem Meer steht der alte Leuchtturm von 1898 und sein moderner Nachfolger von 1981. Im Volksmund gilt das Cap Finisterre als der westlichste Punkt Spaniens, jedenfalls theoretisch. Geografisch liegt der Cap Durignan nämlich 2 Kilometer westlicher als das Cap Finisterre und ist der westlichste Punkt Galiciens und damit der westlichste Punkt Festlandspaniens. Wir lassen das Cap Durignan hinter uns und fahren weiter der Küste entlang. Der Stopp in Muxia fällt ins Wasser, da die Innenstadt wegen eines Festes abgesperrt ist. Naja, also weiter zum nächsten Leuchtturm. Weiter der Küste folgend erblicken wir schon von weitem den auf dem Hügel liegende Faro de Gabovilan. Der 1854 erbaute alte Leuchtturm wurde mit Dampf betrieben und 1896 durch einen neuen ersetzt. Es war der erste Leuchtturm Spaniens, der elektrisch betrieben wurde. Sein Licht sieht man bis zu 40 Seemeilen weit und ist somit einer der leistungsstärksten Leuchttürme der Küste. Wir parkieren unser Motorrad unterhalb des Leuchtturms und machen uns zu Fuß rauf zum Hügel. Wir sind die einzigen Leute hier oben, was uns doch erstaunt. Die Aussicht ist herrlich und der Turm selber gehört definitiv zu den schönsten. Im Vergleich mit den anderen Leuchttürmen würde ich den Gabovilan jederzeit dem touristischen überlaufenen Cap Finisterre vorziehen. Es ist Zeit, die Fahrt fortzusetzen. Vom Gabovilan geht es auf einer gut befahrenen Schotterpiste weiter der Küste entlang. Ein letzter Blick zurück zum Leuchtturm und auf deren wunderschönen, schroffen und wilden Küste.
about love. Es ist später Nachmittag, als wir unser letztes Ziel erreichen, den Leuchtturm von Punta Laxe. Der erste Turm wurde hier 1904 erbaut, der aktuelle stammt aus dem Jahre 1995. In der Nähe des Leuchtturms steht die Bronzeskulptur A Espera, eine Hommage an alle Männer auf See und ihre Frauen, die ungeduldig auf ihre Ankunft im Hafen warten. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Ein lang gehegter Wunsch, die Leuchttürme an der galizischen Küste zu besuchen, haben wir realisiert. Noch gibt es hier viel zu entdecken und wir werden irgendwann zurückkehren. Doch wir sind noch nicht am Ende unserer Reise. Diese geht schon morgen weiter. Tag 14 und gleichzeitig Ruhetag. Heute lassen wir das Motorrad in der Garage stehen und erkunden Santiago de Compostela. Ach, die GoPro bleibt im Hotel und so gibt es heute nur Fotos zu sehen. Der bekannteste und älteste Jakobsweg ist der Camino Frances. Die Entstehung geht auf die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts zurück. Die Route beginnt in der französischen Stadt Saint-Jean-Pied-du-Port und endet hier in Santiago de Compostela. Den vielen Pilgern folgend besuchen auch wir die von überall sichtbare Kathedrale. Unter der Herrschaft von Alfonso VI. Begann 1075 der Kathedralbau auf den Resten einer älteren Kirche aus dem 8. Jahrhundert. Die Krypta, die sich unter dem Hochaltar befindet, ist das eigentliche Ziel des Jakobwegs. Dort befindet sich ein silberner Schrein, in denen die Gebeine des Apostels Jakobus liegen sollen. Neben der Krypta gehört der Porto Fumeiro, ein etwa 1,60 Meter großes Weihrauchfass, welches an einem 66 Meter langen Seil von der Decke hängt, zu den Besonderheiten der Kathedrale. An Feiertagen oder auf Bestellung wird der Porto Fumeiro von 8 Männern durchs Querschiff geschwenkt. Dieser soll neben seiner üblichen Funktion in der Liturgiefeier auch den Geruch der Pilger neutralisieren, welche nach dem Jakobsweg die ganze Nacht betend in der Kathedrale verbringen. Die Stadt bietet neben der Kathedrale aber auch noch vieles mehr. Die engen Gassen, die manchmal ganz eng sind, laden zum Flanieren ein. Charakteristisch für ganz Galicien sind die geschlossenen Balkone der Häuser mit den weißen Zimmereien
und den großen Glasoberflächen. Spät in der Nacht machen wir uns auf den Heimweg, hören unter den Arkaden des Rathauses einer Tuna beim Musizieren zu und verabschieden uns von Santiago zu den Klängen einer unbekannten Gaita-Spielerin. Eingemummt in die Regenkleider, bei leichtem Regen und kühlen Temperaturen verlassen wir Santiago. Kaum liegt die Stadtmitte hinter uns, wird es ziemlich neblig und die Sicht liegt fast bei Null. Beim Start haben wir unser heutiges Endziel noch nicht ganz im Kopf. Wo wir aber sicher hinfahren wollen, ist der nördlichste Punkt der Iberischen Halbinsel, die Punta de Estaca de Bares. Am Schluss übernachten wir in Reynante, welches noch eine Überraschung für uns bereithält. Ohne große Umwege, jedoch immer entlang der National- oder Provinzstraßen, fahren wir Richtung Norden. Der Regen lässt allmählich nach und die Straßen trocknen ab. Ja, manchmal scheint es sogar, als wolle die Sonne sich einen Weg durch die Wolken schneiden. Kurz nach Mittag erreichen wir endlich den nördlichsten Punkt Spaniens, die Punta Estaca de Bares. Der 10 Meter hohe Leuchtturm liegt 101 Meter über dem Meeresspiegel und wurde 1850 in Betrieb genommen. Hier ist einer der besten Orte zur Vogelbeobachtung in Europa und verfügt über eine ständige ornithologische Station. Von dieser graugrünen, imposanten Landzunge, die weit ins Meer hinausragt und den Atlantik vom Golf von Biscaya trennt, bietet sich ein spektakulärer Ausblick. In Sichtweite des Leuchtturms liegt eine ehemalige Funkanlage, die ab 1960 von der US-amerikanischen Küstenwache betrieben wurde. 1978 übernahm die US-Luftwaffe die Gebäude und nutzte sie bis 1991. Seitdem ist die Anlage verlassen und verfällt. Nach einer Weile verlassen wir dieses schöne Flecken Erde und machen uns auf den Weg. Zwischenzeitlich haben wir uns auch entschieden, wo unser heutiges Tagesziel liegen soll und haben in Reynante in Sichtweite des Meeres ein Hotel gebucht.
Als wir im Hotel einchecken, macht uns der sehr freundliche Besitzer darauf aufmerksam, dass in 2 Stunden der tiefste Gezeitenstand erreicht wäre und daher die Playa de las Catedrales begehbar wäre. Diese Möglichkeit lassen wir uns nicht entgehen und lassen uns von ihm ein kostenloses Ticket geben. Bei der Planung der Reise hatte ich von diesem Ort gelesen, hatte aber nicht damit gerechnet, diesen auch besuchen zu können. Die Playa de las Catedrales gehört wegen seiner eindrucksvollen Felsformationen zu den spektakulärsten Küstenabschnitten Spaniens. Bei Flut sind die Klippen vom Meer umspült und viele der Felsformationen werden zu Inseln. Bei Ebbe kommt der Sandstrand zum Vorschein und offenbart, warum er Strand der Kathedralen heißt. Steinerne Säulen und Bögen, die Wasser und Wind über tausende Jahre geschaffen haben, verbinden das Klippenufer mit dem Atlantik und erinnern dabei an das gewaltige Gewölbe einer gotischen Kathedrale. Um den Touristenansturm einen Riegel vorzuschieben, darf zwischen Anfang Juli und Ende September nur eine begrenzte Zahl an Leuten den Strand besuchen. Für den Zugang zum Strand ist ein Ticket nötig, welches kostenlos ist und übers Internet oder beim Hotel bezogen werden kann. Aufgrund des unruhigen Meers verlassen wir den Strand etwas durchnässt. Nun gut, selbst schuld. Man hätte es ja nicht immer auf die Spitze treiben müssen, bezüglich Füße ins Wasser halten. Wie es mit unserer Reise weitergeht, seht ihr im 4. Teil.